last more than 3 hours. I think more like 5 hours at this point. The Polaris Dawn crew donned their SpaceX suits and were then transported to the pad where our crew entered Dragon spacecraft that one will see there on your screen. Since arriving at the spacecraft, the crew were helped by our closeout team to get in their seats, those seats that you see there, attach their suits to the special umbilicals that provide breathing air and communication link to Dragon systems. They conducted successful leak checks and communications checks with the core here in Hawthorne. Die soll jetzt in einer Stunde starten. Wurde vorher verschoben wegen Wetter. Also war ursprünglich vor 1,5 Stunden, oder? Nee, ich weiß genau, Startzeit gerade nicht angesetzt. Und wurde dann wegen Regen verschoben. Ja, ist ja eine Privatmission von, wie heißt er nochmal? Ja, von Jared Isaacman finanziert. Das ist der Pilot auch auf der Mission hier. Also keine NASA-Mission. T-minus 1 hour until liftoff is the final evaluation checkpoint or the last opportunity for the SpaceX team to adjust the launch time if it's needed. And with everything so far on track, let's take a moment. Missionsverlauf ist, dass die also Polaris Dawn mission has many time objectives, so the Polaris program chooses a crew of experts who know each other well and have a foundation of trust that they can build upon as they undertake challenges of this mission. Mission Commander Jared Rook Isaacman served as commander of Inspiration 4. Ja, der finanziert die Mission. Okay, Wetter-Update, ja. Go SpaceX. Dragon, we are currently go for launch. Updated probability of violation is 20%. So with that, we are going to be pressing towards T02. We'll keep you updated if any other weather comes through. Also immer noch Go jetzt für den zweiten Start, zweites Startfenster heute. Erstmal wurde ja verschoben wegen Wetter, aber jetzt scheint es okay zu sein. As we just heard, our opportunity for launching is sounding better and better. The probability of violation for weather rules has decreased from 35% probability to 20%. So that is excellent news. Now let's talk a little bit about our mission commander, Jared. He served as commander of Inspiration 4, the world's first all-civilian mission to space. Jared holds several world records, including 2 speed around the world flights in 2008 and 2009 for the Make-A-Wish Foundation. He has flown in over 100 air shows as part of the Black Diamond Jet team, dedicating every performance to charitable causes. In 2011, Jared co-founded what would become the world's largest private air force, Draken International, and that trains pilots for the U.S. Armed Forces. In addition to his role as CEO of Shift 4, Jared is an accomplished pilot and astronaut with over 7,000 flight hours. Mission pilot Scott Poteet served as mission director of Inspiration 4, and he goes by his call sign Kid. A retired U.S. Air Force Lieutenant Colonel, Kidd served for 20 years in roles that included commander of the 64th Aggressor Squadron, Thunderbird No. 4 demonstration pilot, U.S. Air Force Weapons School graduate, operational test and evaluation pilot, and flight examiner. Kidd is a command pilot with over 3,200 flying hours and has logged over 400 hours of combat time. Following his Air Force career, Kidd served in various roles, including VP of Strategy at Shift 4. Mission Specialist Sarah Cooper Gillis is a lead space operations engineer at SpaceX, responsible for overseeing the company's astronaut training program. She helped prepare NASA astronauts for the Demo 2 and Crew 1 missions, and most recently directly trained the Inspiration 4 astronauts. Sarah is an experienced mission control operator who has supported real-time ops for Dragon's cargo resupply missions to and from the International Space Station as a navigation officer and as a crew communicator for Dragon's human spaceflight missions.
In 2015, while studying at the University of Colorado Boulder, Sarah started an internship at SpaceX before moving into the astronaut training program full-time. And to cap off the Polaris Dawn crew, mission specialist and medical officer Anna Walker-Menon, who also serves as a lead space operations engineer at SpaceX, where she manages the development of the crew operations and works in mission control as both a mission director and crew communicator. During her time at SpaceX, Anna has led the implementation of Dragon's crew capabilities and developed critical operational responses to vehicle emergencies. Prior to SpaceX, Anna worked for 7 years at NASA as a biomedical flight controller for the International Space Station. She received her bachelor's degree in mathematics and Spanish from the Texas Christian University and her master's degree in biomedical engineering from Duke University. And that is our Polaris Dawn crew and the first SpaceX employees to fly on a SpaceX mission. Anna and Sarah also supported Inspiration 4 and actually served as trainers for the crew of that mission. So I can only imagine how incredible and the feelings that they have and how wild it is Mal to gucken, ob es experience jetzt, a also launch bisher, from the other bald side müssten of the wahrscheinlich mission. der betankt werden. As the Polaris Dawn crew prepared for this Und mission, ja, they had a pretty cool opportunity to sit erste Teil der Mission wird erstmal sein, dass die Dings auf einen Orbit kriegen mit 1200 Metern Höhe, Kilometer Höhe. Und später wollen sie dann hochsteigen auf 1400 Kilometer Höhe Apogee. Perigee wird um die 200 sein. Ich weiß jetzt den genauen Wert nicht, muss ich gerade nachgucken. 190. Also recht niedrig. Der Perigee ist recht niedrig, aber. Und ja, wenn in der ersten Stunde alles okay ist, dann werden sie auf 1400 Apogee steigen. Was dann auch ein Rekord wäre für zivile Raumfahrt und ja, also bemannte zivile Raumfahrt, einen Orbit, der nicht zum Mond geht, auf 1400, das hatten wir bisher noch nicht. Das ist auch die weiteste dann, was Menschen seit der Apollo-Mission von der Erde entfernt sind. First off, Yeah. I want to say thank you for inviting me to come out and get a briefing from y'all and maybe throw a little piece of advice every once in a while to you. You're one of the 12 humans in history that has gotten to walk on the face of the moon, and now you're sitting here at SpaceX. I'm curious what your aspirations, your hopes, your dreams are for the future of human space exploration. Das nächste müsste sein, ob die Betankung okay ist. Also ich habe es noch nicht gehört, dass die go sind für Betankung. Wenn sie jetzt anfangen zu betanken, heißt es auf jeden Fall, dass sie dann auch den Start durchführen werden, wenn er oder halt komplett abbrechen. Dann wird es nicht mehr verschoben an dem Tag. Wenn es dann abgebrochen wird, dann war es das für heute. Ja. And we're going to test out a new spacesuit that the engineers at SpaceX here have been developing. It's to learn really as much about this new generation suit that SpaceX has built and then the entire operation associated with it. I'll be one of the crew members that goes outside the vehicle. Ich reden über den neuen Weltraumanzug. Sie haben ja jetzt einen für die Außenmissionen. Also hier soll ja auch auf der Mission soll auch jemand die Kapsel verlassen. Also bisher hatten sie ja nur Raumanzüge für den Start, die Dragon-Kapseln. Jetzt haben sie einen für die Weltraumspaziergänge. Was auch wichtig ist für die Mondmissionen. Obwohl, ich glaube, auf der Mondmission wollen die den anderen Anzug von Axiom einsetzen. Both Apollo 15, 16, and 17 had no problems with the trans-Earth EVAs. They're very spectacular. I mean, the view, that was my most impressive memory, really, is to float out, and there was the Earth down here about
180,000 miles away. And my job basically Der was Hauptunterschied zu den die NASA sonst immer eingesetzt hat, ist, glaube ich, dass die Anzüge maßgeschneidert sind auf die Person. Was natürlich erlaubt, dass sie näher mehr an der Haut anliegen, als die jetzt für alle möglichen Leute passen sollen. My advice is don't let go. I wish you well. Thank you. The goal of SpaceX is Aber to den build Raum, den technologies necessary Spacewalk werden wir to heute nicht make mehr sehen. Earth multiplanetary. And this is the first time in the 4 billion year history of Earth that it's possible to realize that goal. Missions like Polaris Dawn are helping accelerate those efforts by developing and testing technologies that will enable humans to live and work in space, while also improving life for us here and now. I'm a total believer in the SpaceX mission and vision. I think the world is Allerdings in ein paar Wochen müsste noch eine bemannte Mission geplant sein. Die ist ja jetzt privat finanziert, aber sollte in den nächsten paar Wochen sollte auch noch die Crew-Mission zur ISS, die von der NASA finanziert wird, starten. 2 Mann Besatzung, die dann auch die 2 Mann, die momentan da oben sind, zurückholen soll. Also ich glaube, Rückkehr war dann für wann war das? Februar, glaube ich, geplant. Von dem, was da noch kommt. Aber diese jetzt hier, es dauert noch 5 Tage. Das heißt nur 5 Tage. 5 Tage. Whole new operations for new suits, new systems, a new repressurization system in the capsule. There are whole new procedures for executing the spacewalks. We are doing incredible things, and we are changing the world, and we are making history. The men and women of this organization, the level of intelligence, it's unmatched. And that's why we're so passionate about our mission and about what SpaceX is continuing to do with their vision to further space exploration. There's a lot of things that you can be on either side of debate on, but for sure, it's okay to put a small percentage of our resources in advancing our species. And along the way, wir müssen ja eigentlich gleich hören, ob sie mit Gedanken begonnen haben oder nicht. On this planet in a positive way, and we can try and fix some of the day-to-day problems too. It doesn't have to be this either or, but yet so often it is. Coming up on T-minus 46 minutes, the launch director and the launch team have conducted their electronic poll. The launch director has also checked with the Dragon mission director for their readiness. Everything continues to look good. We're going to be hearing some instructions from the SpaceX launch director. He'll be making announcements on the control room lockdown and protocols for hold or launch escapes. And he'll also be reminding the team that inside of T-minus 10 seconds, only the computer can abort the launch. Now, once the LD, the launch director, gives these instructions, they will clear the team to proceed with moving the crew arm away from the launch vehicle. You can see the arm is in the access position right now, but once we get... Poll is complete and the team is ready for crew access arm retract, propellant loading, and launch. Both control rooms will go into lockdown at T-minus 45 minutes and remain in that state until the launch escape system is disarmed. All operators are remain at their console and maintain a sterile cockpit until MD confirms successful disarming of the launch escape system following orbit insertion or propellant offload in the event of a scrub. For non-urgent no-go conditions, brief the C or LD and they'll approve boarding the countdown. For urgent issues affecting the safety of the operation, operators shall call hold on the countdown net. Launch control will abort the launch auto sequence immediately and proceed into the launch abort auto sequence. At T-minus 10 seconds, launch control will be hands-off, relying on automated abort criteria for the remainder of the count. Operators advise the launch director whether structural breakup or fire is imminent or occurring per Dragon manual escape flight rules. Launch control, you may proceed with arming the crew arm for movement. Hier ist der Arm entfernt. Ich nehme an, dass sie dann schon mit Tanken begonnen haben. We've heard the instructions. We're waiting to hear them inform the crew that access arm retract has started. We're also watching on the monitors as we see the crew access arm, waiting for it to begin into motion. Now, once we get through this,
then we will be arming the launch escape system. And Crew there's a view. access arm retraction has started. Crew access arm retraction has started. Once that's all the way back in the stowed position, we'll arm the launch escape system, proceed down to propellant load starting at T-minus 35 minutes. One other Okay. update, weather probability of violation, as we mentioned, down to 20%, and they just checked with the launch weather officer. Nothing appears to be in the area that would be a risk to T0 in just over 44 minutes. Okay, das heißt, also Wetter sieht gut aus. Sieht alles danach aus, als könnte man dann starten. Also wird das starten in 44 And Minuten. Jesse, you can see crew access arm starting to come back now. Yeah, this is a very exciting moment here. This is one of the last major visual milestones that we'll see in preparation for liftoff. And soon we should also hear the call out that the Crew launch... access arm retraction is complete. And great call there. That is the conclusion or completion of the crew access arm retraction. We should also hear the call out for the launch escapes. Dragon, you are go for Section 6. Close visors and arm the launch escape system. Copy that, SpaceX. We are stepping into Section 6. We're going to close visors and arm LES. And there it is. They're getting ready to arm the launch escape system. And the crew is closing their visors, which you can see there. This is in preparation for that arming of the launch escape system. And then also coming up will be Falcon 9 prop loading beginning. The prop loading ist noch. See, Okay. their tablets there on their legs, strapped on top of their SpaceX suits. Dragon, Section 6.2, our visors are closed, and we are proceeding with arming LES. SpaceX copies. So those tablets that they have provide all the information that they need for the mission. The crew, as you can see, reporting that they are ready for the next steps, reporting that all their visors are closed. Arming of the launch escape system now coming up. Jo, dann das Abbruchsystem wird And we're fertig just gemacht. waiting Ja. for the call out. Falls das. Launch escape system is verified armed. Okay. Das wäre jetzt. Copy that, SpaceX. We show the same. Yep, that's SpaceX good news. Dragon, we're closing out 4.100. 4.100, a reference to a SpaceX copies, closing 4.100. procedure the crew is running on their tablets. Oh. So with that, the launch escape system is now armed. Should something happen that requires Dragon to execute an emergency escape. Ich if krieg something mal were was. to happen to Das Falcon dauert noch, 9 bis or es Jad losgeht. right now, system is ready to go. There's another key reason. Once we got the crew access arm back, we went right into arming the launch escape system. Because once that system is armed, should we need to have the crew leave but depart via the crew access arm, that arm took a minute or so to retract. It can actually come back into the support position much faster than that. So there's a high-speed mode, but that high-speed mode requires that we be in the armed configuration so that it'll be enabled. So if that was needed, the crew could then leave the hatch, go down the arm, and depending upon the direction, they can take the elevators. The elevators are currently at level 255. When the ground team left the pad, they send the elevators back up. So if the crew needs them, they're right there. And of course, we have the slide wire basket system on 39A is another way. So there's several ways if the crew had to leave. But the good news is, coming up 40 minutes before launch, everything continues to go well, technically, on Falcon 9 and Dragon. And it looks like the weather has begun to cooperate now. Ich glaube, jetzt können sie es auch nicht mehr verschieben innerhalb des Tages. Also das sollte jetzt entweder in 40 Minuten losgehen oder es für den Tag gewesen sein. At T-minus 35 minutes will be the start of propellant loading on Falcon 9. Once we get into that, then we're committed Okay, ja. to T0, even though there's still more time in the window and a third launch opportunity if we need Okay, das it. steht kurz bevor wir sind. We would not be able to take advantage of that if we get propellant going into the Falcon 9. Again, the views from 39A, the arm is retracted.
You can't tell it, but launch escape Sobald system Treibstoff is drin on. ist, können sie nicht mehr abbrechen. Also können sie abbrechen, aber nicht mehr nur an demselben Tag nochmal starten. Können sie es nicht an demselben Tag nochmal beladen. Dann war es das für heute. Hallo, Trigger. Na, was ist, wenn ich jetzt nochmal schnell kacken muss? Gut. Hast noch 40 Minuten, da wird nichts passieren. Währenddessen viel. Quiet right now on the nets. Team Wie is geht's dir mostly denn? just waiting for the clock to get to 35. And this is getting pretty exciting. You know, we were very close to this point about an hour and a half ago. And again, we did make that call due to weather to move the T0. And we did that Wie prior geht's to dir denn? propellant loading. Soll ich nochmal die Mission kurz zusammenfassen, was, oder hast du ungefähr eine Ahnung von der Polaris Dawn Mission, was, wie die Mission verläuft? Better probability of good weather at the T0. So very, very exciting. Yeah, definitely. We were operating at a 60% Vier-Mann-Code-Mission, Vier-Mann-Besetzung, die Mission. Ja. Und ja, Ziel ist erstmal 1200 Meter Höhe, 1200 Kilometer Höhe. Und wenn das okay ist, dann gehen sie auf 1400 Kilometer Höhe, was dann eine Umlaufbahn wäre, die die höchste bemannte Umlaufbahn für die für eine bemannte Mission ist. Später werden sie dann nochmal Dings auf Höhe, die Höhe nochmal reduzieren. Ja. Sehr gut, danke. Endlich angenehm Temperaturen. Ja, ich dachte, das erste Zox-Spiel, klär mich auf. Das ist etwas schwierig drüber zu spätzen, wenn die ganze Zeit reden. Das ist ein Livestream von SpaceX und ja, die werden in 37 Minuten eine bemannte Mission starten und ja. Das ist eine privat finanzierte Mission von ja, ist das Jared, wie fällt der Nachname, wie ist der Nachname? Jared Isaacman, Milliardär, der finanziert die Mission und ja, sollen unter anderem ein paar Rekorde gebrochen werden. Die Mission soll insgesamt 5 Tage dauern. Unter anderem soll es der erste Weltraumspaziergang in das ist nicht Florida, das ist in Boca Chica, Texas, also noch weiter südlich. Das ist das Missionszentrum, das Einsatzzentrum von SpaceX, also das Start. Propellant loading sequence on the Falcon 9 begins with loading fuel onto both the first and the second stages. That's the RP1 kerosene fuel that we use. We'll also begin ja, die Florida hat ja die NASA, hat ja jetzt wenig, das ist keine NASA-Mission hier. Erste Stufe soll wieder gelandet werden, das werde ich dann auch angucken. Wie weit ich dann noch weiter gucke, wenn die gestartet sind, weiß ich nicht. Also zumindest bis in Orbit erreicht haben, ja. Aber das ist doch dasselbe, Florida und Texas. Ja. Ich kann mal gucken, ob ich... Boca Chica ist so ziemlich an der Grenze zu Mexiko. Also ist wirklich so das südlichste Zipfel von Amerika an der Ostküste. Also laden jetzt Treibstoff, dementsprechend, ja, wenn sie jetzt abbrechen, ist es das für heute. Das kann ja immer passieren, dass da immer noch was dazwischen kommt. Das ist so häufig schon passiert, als ich irgendwo mal einen Raketenstart mitverfolgt habe, dass irgendwas dazwischen gekommen ist. Tetroxide or NTO for the oxidizer.
Now, together, these propellants feed the Draco engines that maneuver Dragon on orbit, as well as the 8 Super Draco engines that would power the launch escape system in an abort scenario. And again, now that fueling for Falcon 9 has started, that means the 8 Das Super macht also Menschen, die zu viel Geld haben, ja, genau. In den Weltraum fliegen. Falcon 9 rocket in an instant. Should there be any kind of Aber wenn man Milliarden hat, na gut. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen. Now, some of you are very familiar with the vehicles on the launch pad today, but for those of you who aren't, no worries. We're about to make you instant experts. Now, on the left side of your screen is a live view of our Falcon 9 rocket with the Dragon spacecraft on top. Ja, Together, they stand about 229 feet tall. Falcon 9, of course, is ich gucke mal, ob ich Boca Chica, Starbase, ob ich da ein Bild finde. The first stage and the second stage. The first stage is the bottom 2/3 of the vehicle. You can see soot from the previous 3 missions that this booster has flown, and those missions include NASA Crew 8 as well as 2 Starlink missions. The first stage is responsible for accelerating Falcon and Dragon through Earth's atmosphere and into space. Hier habe ich schon mal. To do that, it has 9 Merlin engines at the bottom of the stage. Prior to liftoff, the Falcon 9 first stage is loaded up with nearly 1 million pounds of fuel and liquid oxygen. Da habe ich schon mal, da sieht man, wo Starbase ist, da ganz im Süden von links von Texas. Von da starten sie es, also da startet ja SpaceX die meisten ihrer Flüge. Keine Kohle Bananen an Bananen. Ah, ja. And target a landing on a drone ship. Just read the instructions, which you can see there on your screen. And this drone ship is currently parked in holding position a couple hundred miles downrange in the Atlantic Ocean. Our drone ships are essentially autonomous powered spaceports, and they allow our rocket to land offshore. For reference, our Ist das Bild vom Drone Ship? Die Drone-Chips von SpaceX, die haben ja auch alle verrückte Namen. Ich glaube, das heißt Dings. Irgendwas mit Read the Menu. Qualifying our fleet of Falcon boosters and fairings to support up to 40 missions each. As mentioned previously, Falcon 9 is a 2-stage rocket, and above the first stage is the second stage. The second stage has a single Merlin vacuum or MVAC engine. Also die Schiffe, auf denen dann die erste Stufe läuft, landet. Die haben alle so verrückte Namen. And while the first stage gets us out of the Earth's atmosphere and away from the extreme forces of gravity, the second stage is designed to operate in the vacuum of space and deliver payloads, like Dragon today, to their target drop-off orbit. And of course, we have a great team here at SpaceX that will be monitoring both Falcon 9 and Dragon after liftoff. Just Read the Instructions ist das Drone-Ship, auf dem die heute landen. And like Atticus said, we have teams here in Mission Control, Hawthorne, and that team is responsible for close monitoring of the crew and Dragon every step of the way as the spacecraft orbits the planet along its customized flight path. On console or headset are a number of positions who are monitoring the health of the vehicle and crew. The mission director, responsible for mission success, is in charge of that room. And the person that you'll hear talking to the astronauts, and the person we have been hearing speaking to the astronauts, is the crew. Stage 1 cryohelium load has started. Okay, flüssiges Helium haben sie jetzt geladen. Das ist jetzt nicht der Treibstoff, das ist, ja, braucht man für Dichtung unter anderem und für Druckbehälter. Ich glaube, bei dem Flug wird es vor allem auch so als Druckbehälter für den Sauerstofftank verwendet. Also Dings hier, Falcon ist ja mit flüssigem Kerosin, also Dings, RP1 und Dings und hallo sind. Endlich bist du wieder on. Ja, letzten Tage ein bisschen Prüfungsstress, aber jetzt geht's wieder. CRS 22 and 23, Crew 3 and Crew 4, as well as Axiom 1. And Sarah has supported Da unten sieht man jetzt auch den Start. Oder nee? Sieht man da ist RP1 Load. Ach, da sieht man Treibstoffladen. Das ist ein bisschen. Ist das
And now they'll get to see what it's like from the other side inside of Dragon. Although Anna and Sarah Sind deine Prüfungen gut gelaufen? SpaceX missions, they were not exempt from going through that exact training themselves. The Polaris crew has gone through the same rigorous Bin zufrieden, sagen wir es mal so. Ich glaube, es hätte besser laufen können, aber ich bin zufrieden. perform an EVA or an extracurricular vehicle activity. Jetzt noch das Ergebnis abwarten, dann werden wir sehen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. And here's what they had to say. 4 und durch und wen juckt, ja. Bulk of the training has been rightfully focused on the EVA or the spacewalks. In a development program, you don't know what you need to train to. Like, how can we run? So, soll ich auch noch für dich mal kurz die Mission zusammenfassen oder hast du? Ja, ich kann es sowieso nochmal zusammenfassen. Vielleicht hört auch noch jemand sonst noch zu. Also fliegen mit 4 Mann. Ist eine privat finanzierte Mission, also jetzt keine NASA-Mission. Bin informiert. Mich interessiert ja sowas, ja. Okay, also hättest du wahrscheinlich auch so geguckt. Ich gucke nicht jeden Start, aber wenn es gerade passt von der Zeit, dann gucke ich mal rein oder lasse es zumindest irgendwie im Hintergrund laufen. Also Starts passiert ja auch nicht so viel. Ja. Oh. Soll ja einige Rekorde brechen, die Mission. Mal gucken, was. Ja, Fairphone hat ja SpaceX und solange auch NASA und so. Kenne mich da recht gut aus, bin gespannt. Ja. Ja, ich werde jetzt aber auch, also wenn jetzt nichts mehr passiert, ich werde jetzt den Start verfolgen. Aber irgendwann wird es ja auch, also ich weiß jetzt nicht, wie viel nach dem Start noch. Nach dem Start kommt ja irgendwann noch die Entscheidung, ob sie dann noch in dem Orbit nochmal höher steigen auf den. Aber bis zum Ende der Mission. Die dauert ja 5 Tage. So lange wollte ich nicht streamen. Ich wollte jetzt keinen 5-Tage-Stream machen. Ich weiß gar nicht, ob SpaceX das die ganze Zeit überträgt. Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der super lang wird. Start, da ist ja relativ schnell dann oben, dann nochmal. Ja, vielleicht dann noch eine. Das Dings, abwarten, ob das Manöver noch ausgeführt wird, dann vielleicht jetzt noch vielleicht noch 2 Stunden oder so. You're on the side of a mountain, it's taken days to get to where you're at, approaching the summit. You're dehydrated, you're hungry. You learn to manage. Danach wird ja nicht mehr so viel passieren. Also da. Ich glaube auch nicht, dass eigentlich SpaceX die komplette Mission überträgt. Obwohl ich weiß es nicht. Könnte sein. Es passiert halt irgendwann nicht mehr viel. Before the segment, I called it an extracurricular activity. My brain is clearly tired. It's extravehicular activity. And as we mentioned, eigentlich wollte ich jetzt nicht so extra lang streamen. Vielleicht mache ich es nachher nochmal einen Stream. Aber extravehicular activity or an EVA. Because Dragon does not have an airlock. Gamey, ja, kann sein, dass ich danach nochmal spiele. Mal sehen. Ich habe ja auch noch nicht die Dings, ich hatte ja auch noch nicht die Dings, die Phasma-Herausforderung von dieser Woche gemacht. Obwohl jetzt ja eigentlich ja nach eher Kerbal Space Programm passen würde. Hab dich so vermisst. Ah, bist süß. Warst verschollen und hast gar nicht mehr geantwortet. Ja. Good call-outs there. As they prepare for the EVA, the crew will go through a pre-breathing procedure, which will involve slowly dropping the atmospheric pressure of Dragon while increasing the concentration of oxygen in the air. This process Du hattest auch letztens Dings fertig gespielt. Elden Ring hatte ich auch nicht mehr gesehen, das Ende. Ich am Handy an. Ja, Elden Ring ist fertig. Fertig für immer. Für immer. Also, hast keine Lust mehr, das zu spielen, hast du genug vom Spiel. Nach 8 Stunden Endboss. Oh. Ja.
and an upgraded helmet with an exterior coating that acts like a sun visor, along with a camera and heads-up display that provides information on the status of the suit during the spacewalk. Nee, hab's jetzt 5-mal durch. Okay. Suits that our crew will be wearing during the first ever commercial EVA. Platin, es gibt nicht mehr. Gut, gibt Spiele, die spiele ich auch mal so nochmal, einfach nur, weil sie Spaß machen und nicht, weil ich da noch irgendwas erreichen muss. Aber hab so ein tolles Game gestartet, siehst du eventuell morgen. Ah, okay. Dann bin ich mal gespannt. Nach 5-mal habe ich alles gesehen in dem Game. Ja. Soft portions of the suit become rigid. They need actual flexure and rotational joints to allow them to move around. It's kind of like a suit of armor made of fabric. We innovated. Der neue Raumanzug für Dings für die Außenmission. Bisher Raumanzug, den sie ja zum Start haben, der war ja nur für den Start gedacht und nicht für Dings für Außeneinsätze, also fürs Verlassen der Raumkapsel. But since we needed to have lots of mobility on our EVA suit, that was not their choice. By moving the zipper system from the inseam to the waist, we mitigated risk of the stress of the zipper. Another big element was also the thermal side of things. The crew is obviously exposed to a much more extreme thermal environment during the EVA, so we want to make sure that the inside of the suit is comfortable for them, and that as they interface with parts of the vehicle, that is safe for them to touch as well. The EVA suit is built and designed here at SpaceX in Hawthorne, California. We wanted to have something that's easy manufactured that we can handle here in-house. So we developed this new material, so it's fabric-based. We actually added a new layer to the suit, which we refer to as the Faraday layer, and this is a conductive cage around the suit that shields. Die Clips während dem Start, die wiederholen sich auch immer wieder. Also ein paar helmet on the EVA suit looks very similar to the IVA suit, but it is really an all-new design of that. Gut, ist jetzt schon der zweite Startzeitpunkt, den sie heute angesetzt haben. Hatten vor 2 Stunden oder so, hat sie ja schon mal einen Start angesetzt. Den haben sie verschoben wegen Wetter. Bisher sieht es gut aus, dass jetzt der zweite Zeitpunkt funktioniert. As well as reflecting infrared heat back to the crew when they are facing deep space. Our suit has a HUD, or heads-up display, which is a small display screen in the helmet, which is transparent, which allows the crew to see through the display to have unfettered access during their EVA, but it also provides critical telemetry to the crew, so pressure, temperature, relative humidity. We're trying to improve the technology and streamline it in one way, and at the same time we're also trying to get it more and more manufacturable with each generation. The ultimate goal is that you can put on a spacesuit and go out and get work done anywhere in the solar system, and not feel like you're wearing anything more than you normally wear every day. Mhm. Between 190 to 700 kilometers above Earth, jetzt sieht man auch, dass die erste Stufe, dass sie schon gut betankt ist, so kalt wie die ist. Also die Kondenswasser in der Luft. So in the case of Polaris Dawn, we're going to be testing the mobility of the suit. We're going to see if the in-space operation matches the training we've done here in Hawthorne. There's really a lot of different things that can happen during an EVA, and this is the first step for Dragon and SpaceX. When I first started working at SpaceX, I never thought I'd be training a crew to do an EVA. It's brand new, it's so unique, we've never done anything like this before. Ich bin mal gespannt, wie es dann es kommt. Diesen Monat kommt noch eine bemannte Mission und dann bin ich aber nächsten Monat vor allem gespannt, wie der Testflug 5 von dem Starship verläuft. Ob die Landung da klappt von der ersten Stufe, wie sie geplant haben. Was hast du da für ein Emote? Ist das eine Banane? Ja, okay.
We actually put Eine Bananen-Emote. Johnson Space Center in Houston and had them live the exact profile that they will experience, and making sure that no one actually experienced decompression sickness. We have a couple new training assets for Polaris Dawn to train the EVA specifically. The suspension system that we have is situated on top of the platform of our capsule simulator. The lines Noch drop 20 through the Minuten. hatch, Oh, noch 19. attached to a single crew member inside the capsule. We can lift them up and get them situated so that they can egress the capsule and perform their tasks at Skywalker, the mobility aid. The Skywalker, what's amazing to me is a lot of people are going to think it's a metallic structure just Ich bin vor allem auch gespannt, wie es mit der Artemis-Mission weitergeht, aber es dauert ja halt noch. Das dürfte ja nächstes Jahr müssen sie einiges an Fortschritt machen. Allerdings war Artemis 2 für Ende nächstes Jahr angesetzt. Ich weiß es gerade nicht mehr, oder war das 2026? Verschieben es ja immer weiter nach hinten. Also das ist In the event the hatch fails to close, they can manually close the hatch. We had them do that in a sideways suspension system, so gravity isn't helping them close or helping them open that hatch mechanism. It's new development for Dragon, it's new development for SpaceX and the industry as a whole. So this is a great example of where Polaris Dawn is forcing the team to innovate in a way that adds safety and reliability to every Dragon mission going forward. That's this huge challenge for us to go solve, but that's also an opportunity for us to solve the problems that we have to go figure out anyway for our larger goals, like putting people on Mars. The Polaris Dawn objectives are the first step towards that ultimate flight with humans inside of Starship, which is right on the SpaceX development path that we have towards getting to the moon and Mars. All right, we are T-minus 17 and just under a half minutes until liftoff of Polaris Dawn. This mission will fly higher than any Dragon mission to date. There'll be lots of research experiments performed while the crew is on orbit, and most notably, they're going to perform the first ever commercial spacewalk. We're super excited to see the clock continue to count down. The crew is in their seats. The vehicle is actually being loaded with propellants as we speak. That began at T-minus 35 minutes. The launch system is armed, and we have gotten the okay to go from the crew. They are ready to go to space. Yeah, it's super exciting. We've got their new EVA suits on board with the crew. This will be the first time that we've ever flown these EVA spacesuits, which I think is LOX load has started. Which I think is one of the most exciting parts about this mission. And we did get a good call that stage 2 liquid oxygen loading is now beginning on the vehicle. Okay, dann ist das hier nicht ganz akkurat hier unten. Now, this mission will orbit Earth for about 5 days. And in addition to the first commercial spacewalk, it'll be the first time that we will be utilizing our newly designed Skywalker hardware, which I love the name. And Hallo. it is a mobility aid Anton. Sarah Hallo. and Jared will use Antons in their Kopfschmerzen, wie geht's denn? testing during their EVA. So we are very much looking forward Toller to Name. Ich nehme an, du bist Pokémon-Fan. 15.5 minutes now. And everything so far looking good. We had much improved weather conditions when our first T0 occurred was 12:38. Wasn't so great. Here we are sometime later, and we're looking at a 20% favorability. So. Ja, bei dem Namen ist das schon verdächtig, dass man da Pokémon-Fan Lots ist. of excitement building here in the building in Hawthorne, just outside of Mission Control. Wessen Rakete ist das? Das ist SpaceX-Rakete. Das ist auch eine private Mission, also keine, die von NASA finanziert wird, sondern das ist eine privat finanzierte Mission von Milliardär, von dem Piloten, der die Mission fliegt. Sollen ein paar Rekorde gebrochen werden, wie die höchste Erdorbit von einer bemannten Mission.
Ja, größte Entfernung seit von Menschen seit seit dem Apollo-Programm. Soll ein Weltraumspaziergang gemacht werden. Also die Raumanzüge jetzt sind auch für das verlassene Raumkapsel geeignet. Ist da kein Horrender mit drin, sonst macht's Boom. Ja. Momentan sieht es ganz gut aus, dass sie jetzt starten in 14 Minuten. Sie haben es heute Morgen schon mal verschoben, den Start um 2,5 Stunden oder so. Und ich weiß nicht mehr genau, wann der Start angesetzt war. Ich glaube, irgendwas 2,5 Stunden, vielleicht ein bisschen weniger als 2,5 Stunden. Hab einmal einen Raketenstart mit angeschaut, vor 2 Jahren, glaube ich. Da wurde ISS-Leute abgeholt. ISS-Mission findet diesen Monat auch noch statt. Also müsste 2 Wochen sein, ungefähr. Genaue Startzeitpunkt habe ich nicht im Kopf, aber Dings, in 2 Wochen oder so müsste auch auf einer SpaceX-Rakete eine 2-Mann-Besatzung hoch zur ISS fliegen und dann dort bleiben bis irgendwann im Frühjahr und dann die 2, die jetzt mit der Starliner-Mission hochgeflogen sind, die wieder runterholen. Der Starliner ist ja ohne Besatzung runtergekommen, wegen dass da technisch ein paar Probleme aufgetreten sind, die man nicht so ganz getraut hat. Dementsprechend hat man die Kapsel lieber unbemannt wieder zurückgeschickt. Da war man lieber auf Nummer sicher gegangen. Yes, and I remember saying out loud, "Is that the Earth?" And like, obviously, what else would it have been? But it was just so unbelievable. I had to say it out loud. So. Yeah, interesting. They comment about first light. We'll be launching about Was ich aber auch spannend finde, ist, weil wirklich, dass im Anfang Oktober soll der 5. Start von dem Starship passieren, also von dem anderen Musk-Schiff. Wo dann die erste Stufe mit den mit den Greifarmen da an dem Turm gefangen werden sollen, mit dem Maxilla Startrampe. Mal gucken, ob die Landung da von der ersten Stufe dann funktioniert, weil das I was actually just looking von Starship dann. For liftoff notes in my handy dandy notebook and Sarah, nice. who was our mission specialist, und sogar mit modernen Raumanzügen. Ja, das sind jetzt die ganz neuen, die für draußen geeignet sind. Wobei die SpaceX-Raumanzüge ja maßgeschneidert sind. Bei denen, die NASA meist verwendet hat, die waren so, dass da mehrere Astronauten drin sein könnte, was die natürlich etwas größer macht. Weil dann kann man die Scharniere nicht so präzise an die richtigen Stellen machen. Also man muss ja hier alle Punkte, wo man dreht, müssen ja Scharniere rein, weil wenn das einfach nur Gewebe ist, da drückt ja die Luft dagegen, wenn man da drin ist. Endlich keiner mehr aus den 70ern. Ja. Na gut, für die Dings, für die Mondmission ist ja auch noch mal ein anderer Raumanzug geplant. Von Aktion. Der sieht auch wieder ein bisschen klobiger aus. Ich guck mal raus, ob ich den finde. We're waiting to hear core
das, ich schieb's gerade noch rüber, das wäre das wäre der Raumanzug, den sie für die Mondmissionen teilweise einsetzen. Also jetzt ein Demonstrationsmodell, aber ja. Der sieht auch schon ein bisschen globiger wieder aus. Oh, wir haben Raumzüge ja erst das Design gemacht und dann erst zu den Ingenieuren gegeben, damit sie umsetzen wird. Also komplett falsch herum. Ja, es ist... Ich glaube, der Hauptunterschied ist halt wirklich, dass sie die maßgeschneidert machen. Das ist halt wirklich, wo man natürlich ein bisschen Flexibilität verliert, dass dann die übertragen kann auf andere, aber man kann die natürlich dann viel genauer machen, wo die Scharniere hinkommen. So. When you hear 1A, that means they've lifted off. 1B, you might hear, that'll come late in the ascent as we're throttling down the Merlins on the first stage. And then when we're on second stage, you'll hear 2A and eventually Shannon, which is a call bald müsste das Schiff dann komplett beladen sein mit Treibstoff. And then finally we get into orbit and everything gets disabled and Dragon will separate. But right now coming up on T-minus 8 minutes, everything continues to go well. Kann man schon Wetten abschließen, ob der Start erfolgreich wird? Ich gehe eigentlich davon aus, dass er erfolgreich wird, wenn er stattfindet. Ich möchte nicht ausschließen, dass er immer noch abgesagt wird. We're beginning to flow a little bit of the super chilled liquid oxygen through the first stage engines. Es gab ja in letzter Zeit recht wenig Dings, also es gab der eine Booster, der fehlgelandet ist letztens irgendwann. Oder nee, untere Stufe, die beim Dings beim Landen verunglückt ist, aber ansonsten sind die gab es ja recht wenig Unglücke bei SpaceX in letzter Zeit, außer die gewollt sind. Also gab immer mal Explosionen von Testflügen, aber nicht von denen, die produktiv eingesetzt werden. Ja, es ist auch Risiko. Ich wäre auch nicht mein Ziel, wenn ich da Milliardär bin, dass ich da damit sowas rumfliege. Great news there. As Kate mentioned, engine chill has begun. And we are loading propellants on Falcon 9's first and second stage. Second stage propellant loading for RP1 has completed. We're getting close to wrapping up propellant loading on stage 1. Ja, and while Treibstoff ist fast alles drin. Lieber unten mit dem Steuerknüppel. Ja, wenn die überhaupt einen Steuerknüppel haben. Ich weiß ja, in dem Ding selbst drin ist ja gar kein Steuerknüppel drin. Die haben ja alle nur Touchscreens. RP1 or the fuel for the Falcon 9 vehicle has completed on the first stage. Ich weiß auch nicht, ob ich so das vorzogen wird, wenn überall nur Touchscreens sind, weil wir irgendwie... T-minus 5 minutes, we should hear a call out that Dragon has transitioned to egal, soll sie mir einen PS5 Drücker bereitstellen. When the vehicle takes over control of the count and starts to operate on internal power and on internal computers. Of course, Falcon 9 enters the startup phase at T-minus 1 minute, and Dragon will transition to configure for terminal count at T-minus 5 minutes. Got a great view right now. Bei dem U-Boot, was sie ja dazu der Titanic geschickt haben, da hatten sie ja auch so einen Billig-Controller dabei. Das verunglückte war. Das war jetzt... Na, so. Da unten sieht man schon Start-up in 5 Minuten. Also rückt näher. Falcon 9 tanks are pressurizing for strong back retract. Dragon is in configure for terminal count.
verwendet. Das war wohl eher, dass es nichts anderes gab. Ja, das ist schon richtig, dass man da häufig auf das was kostengünstiges einsetzt, aber kein Backup-System ist halt das, was eigentlich das. Beziehungsweise man weiß ja nicht genau, woran es gelegen ist, aber kein Backup-System war sicher ein Fehler. Das U-Boot hatte ja noch mehr als den einen Fehler. Also war halt, und Sicherheitskonzept war absolut miserabel. LOX load continues on both first and second stage. Fuel loading is complete on first and second stage. We expect the LOX load to complete on first stage at T-minus 3 minutes and complete on second stage around T-minus 2 minutes. Yeah, we do try and load the liquid oxygen as close to T0 as possible. This keeps the liquid oxygen is at cryo temperature, so keeps it as cold as Das ist ja nicht der Vorteil bei den Controllern in Militär-U-Booten. Werden muss ich die Xbox-Controller einfach, weil es komplett standardisiert ist. And as Kate mentioned, at T-minus 3 minutes, Ein U-Boot, militärisch muss aber alles nicht nur spezifiziert, sondern auch getestet und ja. Die haben ja häufig auch ganz andere Anforderungen, was den Temperaturbereich angeht, was Alterung angeht und so weiter. Aber sind dann meistens ja trotzdem die Standardversionen, aber mit halt einer speziellen Zertifizierung. Stage 1 LOX load complete. Okay, there's the call out. Dragon is in terminal count and on internal power. Dragon's on internal power. Jetzt Xbox-Controller, ja. Tanks are loaded. Next major event, approximately T-minus 2 minutes, liquid oxygen load completes on the second stage. After that, at about T-minus 1 minute and 30 seconds or so, we will tell the crew to expect loud venting as we depressurize and drain the lines up the side of the strongback. So, gleich dürfte es losgehen. And then as we get down Man sieht hier, wenn es erstmal losgeht, sind die Ereignisse recht schnell. Mir wundert ist, dass dass man hier noch nicht den Miko sieht. Ach, jetzt hier erscheint es langsam Miko. All major propellant activities are complete. Dragon is in auto idle. Dragon's gone to auto idle, one of the states in its flight computer. Also Miko ist, wenn die erste Stufe dann abschaltet. There we go. So the plume you see coming off of the strong back here, that's normal. As we come up on T-minus 1 minute, we'll hear Dragon computers in the countdown. Falcon 9 Max Q ist, wo die höchste aerodynamische Belastung für das Schiff stattfindet. And then we'll hear the goes. So let's listen in to the last 66 seconds of the countdown. FTM armed, Falcon 9 is in startup and is now controlling. Okay, dann wird's wohl jetzt. Sieht alles immer noch nach Start aus. Dragon, SpaceX, go for launch. Send us, SpaceX. Jo, 30 Sekunden. 30 seconds. Gleich mal einen Lurk posten. Ja, Link posten. Link kann sein, dass ich weiß gerade nicht, ob der Bot das blockiert. Könnte sein. T-minus 15. T-minus 10. Müsstest du versuchen, zur Not. Muss ich nochmal noch 10 Sekunden. 4, Ja. 3, 2, 1. Ignition and go Falcon, go Polaris. Copy, 1 Alpha. Vehicle switching downrange.
stage 1 propulsion is nominal. Oh, sieht alles gut aus. T plus 35 seconds into the Polaris Dawn mission, flying crew on board Dragon and Falcon 9 to new heights. Power and telemetry nominal. And we're throttling down in preparation for max Q. Next call out, the vehicle supersonic. And there on the left side, we've got the Polaris Dawn crew. Supersonic. Thumbs up from the pilot on the left side there. Max Q. Ja, die brauchen ja gar nichts drücken während dem Start. Das läuft ja alles automatisiert. One Bravo. And we heard the call out, one Bravo. Das ist Problem, ja. Tells the crew what would happen should they need to initiate anything. But right now, everybody making nominal callouts on Falcon 9. Ja, hat geklappt. Okay, ja, ich sehe den Link. Nice views from the ground camera and nice view from inside Dragon. Impact chill is underway. The announcement lets us know we've begun the final chill of the second stage engine in preparation for its activity coming up at about T plus 2 minutes and 40 seconds. Two minutes into flight. So. Everything continues to look good. Da dürfen wir jetzt gleich die Stufenabtrennung haben, oder? Stage separation, and then ignition of the second stage engine. Ja. Throttle down, we're holding a constant acceleration now for the crew, just below 4 Gs. See, we're coming up 70 kilometers. Preparing for MECO. Main engine cut off. Okay. 2 Alpha. Stage separation confirmed. Copy, 2 Alpha. Impact ignition. Die Stufe wurde abgetrennt. Irgendwo muss jetzt hier auch bald die Landung auftauchen von der Unterstufe. Ja. The first stage booster now on its way to attempt landing on just read the instructions. Ja. Second stage there on the right-hand side of your screen. Die tollen Namen von SpaceX, wie sie ihre Drohenships nennen. Also das hier heißt jetzt Just Read the Instructions. Ja. Lots of thumbs up there. Excuse me, from pilot Scott Kidd Poteet. Now 3.5 minutes into mission. Okay. First stage continuing to make its way up to its apogee. We'll see that altitude begin to slow down. Dragon SpaceX trajectory nominal. Great news there, indicating that the second stage trajectory is looking good. Now the grid fins have deployed on the first stage. If we get first stage views, we might be able to see the Florida coast in the background. Oh, they're right there. Yeah, we sure can. Once again, our drone ship is attempting to land on. Gut, nachts sieht man nicht so viel. Attempting to land on our drone ship. Just read the instructions. Das heißt, da standardisiert, die Leute kennen sich mit den Controller aus und sie sind billiger. Also sind sie im Militär-U-Boot. This burn will utilize 3 of the engines on the first stage. That helps to slow the booster down as it re-enters the Earth's atmosphere. Ach, da sieht man jetzt Entry Bound für den Dings, für die untere Stufe. Following the entry burn, we will see the landing burn, and that'll be around T plus 9 minutes. Okay. That one will Ja. be just a Vielen Dank für single den Follow. engine burn.
And that will bring the booster down for a soft landing on our drone ship. Around the same time as that, we expect to see Dragon. Ui, ein Informatiker, ja. Momentan studiere ich Wirtschaftsinformatik. Mein Kollege hier. Ja, ich hatte nicht lange in der IT gearbeitet und bin jetzt wieder am Studieren. Inside of your screen. Beautiful glow with that MVAC engine nozzle. We can see the crew settling Dragon quite. SpaceX, trajectory nominal. Dragon copies. Bin fast mit dem technischen Informatiker durch. At T plus 6 minutes, they're at about 4 Gs. And everything Davor hatte ich komplett ohne Abschluss irgendwie in der Informatik gearbeitet. Also ja, kommt immer drauf an, wie man findet, wer ihn einstellt. Back down to planet Earth. Aber als Programmierer findet man auch was. Automatisierungstechnik. Mein Job wird später Arbeitsplätze abbauen. Gut. We can see the crew remain with their visors down in the locked position. Ja, That'll remain that way until they are. eigentlich sollte, wenn man produktiver wird, ja die Arbeitszeit runtergeht, nicht die Arbeitsplätze. Aber man weiß es nicht, was da draußen wird. Engine burn there, as well as the Dragon SpaceX, trajectory nominal. Dragon copies. We're about 30 seconds away from the first stage entry burn. Die wollen doch Geld sparen bei Produktion, naja, und das kann ich. Designed to help reduce the amount of drag experienced by the first stage. Aber es gibt halt immer zwei Seiten bei der Produktion. Es gibt nicht nur derjenige, der anstellt, es gibt ja auch noch den, der arbeitet. Und wenn der sagt, es wird genug verdient und ich möchte weniger arbeiten, dann oder ich möchte höhere Löhne. Also die Frage, ob man es als Gewerkschaft dann durchsetzen kann. Beziehungsweise gut, manche verhandeln ja ihre Verträge auch selbst. And this is about a 29-second burn and helps slow the vehicle down as it's re-entering the Earth's atmosphere. There you can see that the engines have now shut down on that first stage. That concludes the entry burn. And the cool part about this with the stage 1 vehicle returning back to Earth is we get to fully utilize the atmosphere. Leider sieht man nicht, leider nachts, also tagsüber finde ich so den Eintritt von der Unterstufe dann noch interessanter, aber gut. Gucken, ob wir nachher auch noch ein Schiff vom Thronship sehen. Copy, Shannon. And next up will be SECA 1, and that is second stage engine cutoff 1, and that'll be on the second stage. That MVAC engine on your right-hand screen will shut down and allow the vehicle with Dragon attached to coast. MVAC shutdown. And there's that shutdown. And the landing burn on the first stage should be starting up here momentarily. Okay, and there it is. Landing burn has begun for Dragon SpaceX, nominal orbit insertion. Gucken, ob wir es gleich sehen, das Schiff. Escape system disarmed. Copy that, SpaceX, and we show the same. Da ist es doch. Ja. And a lot of events happening right there, but you can see that the stage 1 vehicle has touched down on just read the instructions. Very Beenden Problem, davon gibt es für mich genug für meinen Bereich. War das gerade eine Landung? Ja, das war wieder mal eine Landung von der Dingsstufe, von der ersten Stufe. Ja. Yeah, honestly, a pretty impressive crowd for 2:30 in the morning here. Ja, die haben keinen Antrieb mehr, dementsprechend haben sie Schwerelosigkeit. Their first taste of microgravity there on the left-hand side of your Mit screen. einem
Plüschtier. Das ist ja auch Tradition, dass die Astronauten Now that häufig the Plüschtiere M-band engine mitnehmen. has shut down, they are able to just kind of float free. We might catch a glimpse of the zero-G indicator. Can't quite tell if they've. Oh, it looks like it's in the upper right-hand corner. It'll come back into view here. Once again, they will keep their visors on until given the okay by core here on the ground. Jo. At this point in time, the Dragon and the Dragon trunk remain attached to the second stage. Second stage is basically safing itself in preparation for the separation from the Dragon trunk. Of course, the trunk will remain attached to the Dragon capsule all the way up until the point in which we begin re-entry operations. The trunk is what will help provide power to the Dragon capsule while it is on orbit using Warte nochmal kurz, ob das alles okay ist, was sie jetzt haben. Ob die Umlaufbahn okay ist, die sie haben. Looks like our first clear view of planet Earth there, our first of many for this mission. And the next event coming up will be the separation of the Dragon from the second stage. Ich hoffe, ich habe keinen Alien an Bord. Du weißt ja, im Weltraum hörte ich niemand schreien. Ach ja. Möchtest jetzt danach, dass ich jetzt hier danach Alien Isolation oder sowas spiele? We can see it separating from the second stage. Okay. A gorgeous view. We can see that Polaris Dragon Dawn. separation confirmed. And copy that, SpaceX and Ship team. Oh. Polaris Dawn flying free into the sunrise. Das Teil fällt dann zurück zur Erde. Die Erde ist doch nicht flach. Ach ja. Muss dich enttäuschen, die ist nicht flach. Oder wenn du mit so flachen Eltern sprichst, das ist nur die Linse, diese Profilgründung hat. Das ist nur eine Simulation. Today you embark on a journey not just for yourselves, but for all of humanity. Each of you has trained tirelessly and prepared rigorously for this moment. Someone will reach higher into space than ever before. As you gaze towards the North Star, außer im TV. Alles Verschwörung, ja. we trust in your skills, your bravery, and your teamwork to carry out the mission that lies ahead. Know that the entire team back here is with you every step, watching, supporting, and cheering you on as you walk into space. We are sending you hugs from the ground. Ein runterfallen. Godspeed, Polaris Dawn crew. May you make history and come home safely. Now words from our CE. Dragon, CE, welcome to orbit. The Falcon team is honored to have helped you start your incredible journey. We hope you enjoyed the ride. The whole space Im Flugzeug kann man es ja auch sehen, also muss nicht so hoch sein. And good luck. LD, CE, message received. We appreciate the kind words. We wouldn't be on this journey without all 14,000 of you back at SpaceX and everyone else cheering us on. Beste Alien-Game gehört zu den wenigen, die es durchgezockt habe. Ich kenne so viele, die es aus Angst abgebrochen haben. Hab damals sogar die DLC auf schwer durchgezockt. Ah, okay. Who, fun fact, was also the launch director on Inspiration 4, as well as chief engineer for this mission, Jared Metter. Really nice to see some endearing, or hear some endearing words up to the crew. Well, and with that, the Polaris Dawn crew, they're now in orbit. T plus 15 minutes, and they are scheduled to spend up to the next 5 days in space. Also scheint alles okay zu sein vom Orbit, wenn die jetzt das so. Heard that tone for a minute. We thought we might hear from the crew.
but they're going to spend the next 5 days in space before splashing down off the coast of Florida. The Polaris Dawn crew is the Und fand das Game witzig. mission is the first mission in the Polaris program that will demonstrate new technologies, conduct extensive research, and ultimately culminate in a flight of SpaceX's Starship with humans on board. All of this while continuing to raise funds and awareness for important causes here on Earth. You can learn more about the Polaris Dawn program and the Polaris program at polarisprogram.com. This mission will fly higher than any Dragon mission to date, attempting to reach the highest Earth orbit ever flown for a crewed Doch das nächste spacecraft, Alien breaking records Isolation. set by Gemini 11 half a century ago. And there it looks like we can see some nose cone separation action happening. Bitte nicht. Now, the Polaris Dawn crew will also be the first to test the Starlink laser-based communications in space. Over the course of the mission, we'll be checking in periodically with the crew. Next up, Dragon will initiate a 2-day debrief process to prepare the crew for their upcoming spacewalk. Mehr Recht And als that'll be this du. Thursday, September 12th. Ich bin immer hier. Kommt jetzt hier ein Streit, wer länger hier ist. Ja, aber wir sind schon häufiger hier. Ja, das stimmt schon. Copy that, SpaceX. We are tracking. And again, that's Thursday, September 12th for that spacewalk, so please be sure to tune in for our live coverage of this historic milestone. Oh, ich glaube, dann We will also be back to bring you live coverage of Splashdown when the crew returns back to Earth. You can stay on top of any potential live events from the crew by following us on X at ja, das war's dann wohl auch. And keep tabs on the mission with the Dragon Tracker at Mach's mal. SpaceX.com. With that, it's been a great early morning. Thanks for being with us. Thanks for watching, and we'll see you back here soon. So. Guck grad noch, ob da irgendwas noch kommt. Ansonsten mache ich vielleicht noch mal was anderes. Ich werde jetzt vielleicht mache ich noch ja, mache ich noch mal ein bisschen Dings na, da kommt nichts mehr. Dann mache ich noch ein bisschen Phasmo. Krisensitzung heute Abend, Discord, Anwesenheitspflicht. Ah, okay. Ich habe mein Leben im Gegensatz zu dir. Ach ja. Scheiße. Ach nee. Das endet ja alles hin. Ach ja. Mhm. Weißt du, was die wöchentliche ist? Nee, ich habe es noch nicht angeguckt. Ich habe noch keine Ahnung, was die wöchentliche Herausforderung diese Woche ist. Maxen war Küssi. Ach ja, jetzt alle wieder schön lieb zueinander. Oh. So, wird initialisiert. Ich glaube, ich irgendwann mal wieder auf die andere Festplatte ziehen. Hier braucht doch manchmal ziemlich lange. Oh. Mal gucken, was die Herausforderung ist. Weiter Zuckerbrot und Peitsche. Ist ein neuer PC dringend. Okay, das sagst du mir jetzt schon lange. Irgendwie bin ich noch nicht so motiviert dazu. Speedrun. Vielleicht stellst du dir eine Stopware, wie schnell du den Geist identifizieren kannst. In Tanglewood. Mal gucken, ob es uns schnell gelingt.
Aber es gibt ja keinen wirklichen Zeitdruck. Also irgendwann ist die Sanity weg, aber hast du Speed-Sachen? Gut, die Challenge wird wieder sein, einfach nur einen Geist zu identifizieren. Also wird wahrscheinlich egal sein. Wenn man darauf verzichten kann, mit Sanity reinzugehen, wird man keinen Druck haben. Was haben wir denn? Das dann. Nicht Thermometer als erstes. Gucken, wie schnell uns das gelingt. Am Spiegel. Das macht natürlich schneller. Das wird der gemauerte Wand. Ich glaube, das ist die Garage. Oder hat der Keller auch gemauerte Wand? Nee, ich meine nicht. Ich gucke trotzdem nochmal nach, ob der Keller... Ich meine, der Keller hatte keine gemauerte Wand. Wir haben alle verfluchten Objekte wahrscheinlich. Doch, der hat auch eine gemauerte Wand, aber anders. Okay. Ich habe keinen... Ich habe die Schlüssel, glaube ich, im Bett genommen. Weiß ja, ich bin für Challenges zu haben. Warte noch auf physische Version, weigere mich digital zu kaufen. Ist nicht meins, habe aktuell zu viele Spiele, aber vielleicht irgendwann. Vielleicht nach TGS Elden Stream. Ach, jetzt soll ich es auch noch in einem einzigen Stream durchspielen. So. Da haben wir ein Orb. Fingerabdrücke. Sagt denn die Temperatur? Ach, ich sollte mal Dots. Also Orb, Dots, Fingerabdrücke. Benji. Ich habe auch irgendwann wie 2500 Games irgendwelche Dings-Sparpakete zugeschlagen. Reckjagd war ja auch schnell raus. Wegen Elden Ring. Okay, was nehme ich denn noch mit? Ich brauche nicht mehr mitnehmen, ich kann wegfahren. Wir haben es geschafft. Erster Durchlauf. Oder kann es noch ein Mimik sein? Habe ich jetzt nicht kontrolliert. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ist nichts für jeden was. Ragnar hat ja hier ziemlich an dem einen Boss da schon gehangen und dann keine Lust mehr gehabt, ja. So, erstes Mal. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. The ghost here seems to be linked to a cursed object. Von Ragnar habe ich prinzipiell kaum noch was gehört jetzt in letzter Zeit.
Oh, nehmen wir wieder die 3 Sachen. Ach, wir gehen mal, nehmen wieder den Spiegel. Das ist wahrscheinlich das Schnellste. Badezimmer. Oh, ich habe nicht geguckt, welches Badezimmer. Hm. Ich nehme an, das wird das hier sein. Theoretisch könnte es noch das andere sein. Werden wir dann... Ja, hier, das ist es. Erdboden verschwunden. Ja, sagt immer, er streamt, aber meldet auch nicht mehr. Oh, das, dort und dort und dann... Hm. Na, ich sehe keinen Orb. Nicht auf das Ding drauf. Hm. Das hier. Nehmen wir mal Salz noch mit. Jo. Ist auch typisch Softcheck Listenspiel. Bist du hier? Wo bist du? Abgehört, Star Wars soll scheiße sein. Okay, wir haben kein Gespenst. Keine Fußabdrücke, wie es aussieht. Bist du hier? Wir haben die Box. Oh. Box. Das wird doch... Oh, jetzt... Star Wars gibt mich nicht... Jo. Das bessere Star Wars Spiel, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsstufen, das ist sehr Souls-like-lastig. Jedi Survivor habe ich sogar, glaube ich, auf mal. Baldur's Gate. Bestes Game ever. Jedi Survivor hatte ich, glaube ich, sogar schon mal angefangen und habe dann wieder aufgehört, weil es mich nicht gereizt hat. Also. Aber ich hatte es nicht auf höchster Schwierigkeit gespielt. Baldur's Gate 3. Mhm. Bisschen Dungeons Dragons spielen. So, was nehme ich denn mit? Bin ich im Reden? Also wenn ich wirklich Speedruns machen wollen würde, dann müsste ich wahrscheinlich nicht reden. Ich habe an sich alles drinne. Licht könnte ich mal ausmachen, um Orbs zu sehen, falls es welche gibt. Sonst müssen wir, glaube ich, noch mal rein gucken. Ich hätte auch warten können, bis die Sanity runtergeht, um eine Jagd zu provozieren. Wäre vielleicht auch schneller gewesen, die Jagd zu gucken. Haus wollte ich machen können. Kein Orb. Buch.
Oh. Weil das G3 habe ich seit 6 Monaten auf der Platte und noch nicht einmal 1 Minute gespielt. Physisch gekauft. Weil digital wäre okay. Gut, ich kann mir ein paar Fotos machen. Ich kann noch mal gucken nach UV, aber UV hatte ich vorhin schon ausgeschlossen an sich. Noch mal zur Sicherheit gucken. Hatte ich überhaupt ein Feuerzeug mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Also immer schönste Fehler. Man nimmt Räucherzeug mit, aber hat kein Feuerzeug dabei. Vor allem jetzt mit dem neuesten Update ist an sich ja kein Feuerzeug ja keinen Inventarplatz ein. Okay. Boah, das Handy spinnt heute. So. 4,3. Ja, da drüben hat er was berührt. Okay. Was hatte ich für Geister? Mare ist es nicht. Poltergeist würde ich es auch weniger schätzen. UV hätte ich ausgeschlossen. Hm. 2,5. EMF 5 hatten wir noch nicht. Orbis hatten wir nicht. Dots hatten wir nicht. Ja. Außer ist natürlich hier in einem anderen Raum. Ich kann auch mal hier gucken. Obwohl die Temperatur ist an sich so. Ja, der wird hier sein. Ah, ich hätte keine Sanity nehmen sollen, dann hätte ich eine Jagd haben können. Jetzt muss ich warten. Hätte man nicht. Magst du Katzen, Hoverboards, böse Killer, Einhörner und Splatter? Dann unbedingt Gory, Cutly, Carnage anschauen. Doch eine Demo, okay. Aber hört sich ja schon mal toll an. Gory, Cutly, Carnage. So. Dings müsste ich eigentlich drinne sehen. Ja, ich habe Räucherzeug dabei. Ihr könnt. Okay, wir sind wieder im Bereich, wo er handen könnte. Könnte halt noch ein Deo sein. Dementsprechend sollte ich mir irgendwo was suchen, wo ich auch den Loop. Und jetzt hoffentlich nicht, während ich an der Sicherungskasten bin. Der ist in der Garage. Anfangen zu handen. Und Deo sollte noch nicht.
Was war Deo? Ich glaube ab 40%. Aktivität macht da einiges, aber kein Fünfer. Ob sich immer noch nicht. Dann gehen wir mal wieder rein. Okay. So, Aktivität. Das ist möglicherweise sind die bald genug runter. Ich habe nicht geguckt, ob hier ein Versteck ist. Obwohl, wenn es ein Deogen ist, da ist kein Versteck. Ach gut, ich verstecke mich in dem Kinderzimmer, da kann man sich immer verstecken. Okay. Licht ausgemacht. So. Ich kann auch noch mal hinlaufen. An sich ist es ja... Muss nur in die Richtung fliegen können, falls ein Deo ist. Kruzifix hat er angeknabbert. Minus. Waren wir es doch auch. Gefrier. Ein Moroi. Jo. So, noch einmal. Enten geht raus. Ein Spazierwatscheln ist so 4 Stunden wieder zurück. Ja, mal gucken. Was ich weiß echt nicht, ob ich so lange streamen. Also, mal sehen. Ich habe jetzt das noch einmal, muss ich die wöchentliche Herausforderung machen und dann habe ich das. Aber danke fürs Dasein. Werden schlappe 12 Kilometer. 12 Kilometer, 4 Stunden. Das ist eine gemütliche Wanderung. Obwohl ich weiß jetzt nicht, wie hügelig das bei dir ist. So. Ja, letztes Mal die Karte. Wird sehr gemütlich beim Laufen noch Videos schauen und während sagen, ah, okay. Ein paar Pausen machen und ein bisschen, ja. Dann viel Spaß auf jeden Fall und danke fürs Reinschauen. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've got nothing else to report, unfortunately. So. Früher bin ich 12 Stunden in einer Stunde gelaufen, aber halt dann wirklich gerannt. Und inzwischen bin ich ein bisschen außer Form. Ich könnte mal wieder ein bisschen mehr trainieren, dass ich wieder in die bisschen mehr in Form komme, aber glaubt mir, reicht dann auch, wenn ich 10 Kilometer in einer Stunde schaffe. Erstmal wieder. Zügig würde ich es auch in 2 schaffen. Ja. Ja, spazieren soll, braucht ja sowieso ein bisschen langsamer, als wenn man es joggen geht. Tigi, geiler Babybauch. Ach ja. Mhm. Soll ich nicht wieder in Form kommen?
Weiß ja, Mann ohne Bauch ist Krüppel oder wie das heißt, ja. Bisschen Speck an Männern ist sehr sexy. Ach, ich kann ja wieder Spiegel. Warum guck ich überhaupt? Das ist das Kinderzimmer. So. So hier. EMF5. Darfst du in Form kommen? Bisschen darf ich in Form kommen. Oh, okay. Oh. Haben wir es da? Kein UV. Hm. Was nehme ich noch mit? Das. EMF5 hatte ich schon eingetragen. Oh, Gespenst können wir gleich mal Salz ausstreuen für. Bist du hier? Wo bist du? Bist du freundlich? Hinterlässt du Fußspuren? Nein. Okay, Buch auch nicht. Ich würde sagen, UV ist es ja nicht. Ja, ist es sicher nicht. Also kein UV, kein Buch. Kein Gespenst. Hier kann es noch sein. Dort kann es noch sein. Orbs kann es noch sein. Box kann es noch sein. Also kann auch alles sein. So. Ja. Das fix kann ich mal hinlegen. Der wirft ziemlich viel, finde ich. Aber er hat noch nicht mehrere Sachen auf einmal geworfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also jetzt hat er zumindest ein paar Mal hintereinander hier was geworfen. Aber Poltergeist kann es gar nicht mehr sein. Warum stapel ich es auf? So. Ich kann noch mal... So. Ja, der berührt sehr viel, aber keine Fingerabdrücke. Mhm. Immer 5 hatten wir schon, aber mehr gibt es momentan noch nicht. So, was trinken, das ist eine gute Idee. Ja, ich habe kein Fotoapparat. Oh gut. Ich sowieso nicht.
Fotoapparat kann ich aber mitnehmen. Was nehme ich sonst noch mit? Er könnte jagen. Hilft mir das? Ich könnte eine Uni möglicherweise identifizieren über die Jagd. Raichu könnte ich natürlich auch über die Jagd identifizieren, an der Geschwindigkeit vom Geist. Zwillinge theoretisch auch, aber na gut. Jagd könnte mir was bringen. Zwillinge finde ich immer ein bisschen schwierig. Also Zwillinge und Raichu jetzt auseinanderhalten. Wo haben wir denn? Würde ich wieder hier ein bisschen Licht machen? Wir haben Licht, okay. Sicherung ist drinne. Hatte ich Feuerzeug? Ja, hatte ich. Da Jagd möglicherweise. Oder die Tür ist zugegangen. Aber ich glaube, die ist nur wegen dem Event zugegangen. Ich glaube, wir ist nicht ins Schloss gefallen. Okay, ja. Wird viel, aber kein... Ich habe Fotoapparat. Gut, Dings Phantom kann sowieso nicht sein. Bist du hier? Wo bist du? Bist du freundlich? Wie alt bist du? Wo ist das? Ach, das Buch kann es ja nicht mehr sein, weil er es weggeschmissen hat. Der wirft wirklich viel. Aber es kann... ich guck noch mal. Gut, hätte ich auch in dem Raum machen können. Keine Orbs. Und bisher kein Nutz. Ja. Ich könnte natürlich auch die Affenhand verwenden, aber... Wohl, die Affenhand ist halt die Wahrscheinlichkeit, wir haben noch 3 Geister. Weißt du was, ich verwende die Affenhand, das ist wohl riskant, aber... Muss ich mir aber vorher ein Versteck suchen. Ich wünsche mir Wissen. Bleiben natürlich die 3 übrig, die mir nichts helfen. Ich glaube, jetzt muss ich... Oh, ist noch Hand. Das wird... Okay, das war's. Deswegen verwende ich die Affenhand. Ich wünsche mir Wissen so selten, weil das meistens nichts bringt. Meistens ist man effektiver dran, wenn man es... Aber Uni war richtig.
Also bei den meisten von den verfluchten Objekten so, dass es mehr bringt, wenn man eigentlich sie nicht so verwendet. Die meisten erhöhen einfach nur das Risiko, dass man kommt. Spiegel ist manchmal ganz praktisch und das Board manchmal. Karten ist halt Glück und ja. Oh, da haben wir es doch geschafft. Hm. Oh. We'll see you back here Warte soon. mal, jetzt habe ich... Oh. Dann... Ich weiß nicht, mache ich noch was? Oder höre ich mal auf? Ich glaube, ich höre auf. Dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ja. Gehe ich nochmal auf Chat sehen, ne? Wolltest du heute eigentlich auch noch streamen? Danke. Und bis nächstes Mal dann. Ja, bis nächstes Mal. Vielleicht, ich gucke nochmal, vielleicht mache ich auch noch heute Abend was, aber jetzt erstmal. Nee, hatte das im Discord angekündigt. Okay, hatte ich noch nicht gelesen. Dann. Ja. Bis die Tage oder Abend oder ja, mal sehen. Auf jeden Fall. Noch einen schönen Abend. Noch einen schönen Dienstag.